Hallo liebe Wohnmobilfreunde, wo wir dieses Jahr überall waren, welche Stellplätze. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Hier unser erster Zwischenstopp im Campingparadies am Dreiweiberner See, kurz vor Senftenberg. Weiter ging es dann 2 Tage später am Abend. Wir fuhren die Nacht durch Richtung Rostock. Angekommen auf dem Stellplatz Mittelmole am frühen Morgen in Warnemünde haben wir gleich einen Stellplatz in der ersten Reihe bekommen. Ein Besuch auf der Mole durfte natürlich nicht fehlen und natürlich auch der Aufstieg auf den Leuchtturm in Warnemünde mit diesem herrlichen Ausblick, den ihr gerade seht. Über Warnemünde im Hintergrund sehen wir das Riesenrad und den Stellplatz. And I know that I'll make it up to you. Ja, liebe Freunde, hier sehen wir die Schiffe, die an diesem Tag in Warnemünde lagen und natürlich hier viele Menschen Schiffe gucken vom Wohnmobilstellplatz aus, der Auslauf der Aida Diva. Ja, liebe Freunde, am darauffolgenden Tag ging es weiter Richtung Boinsdorf, Richtung Salzhaff, zu einem Stellplatz, den ihr jetzt hier seht, und wir werden euch den natürlich zeigen. Sehen können, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, der Stellplatz Boinsdorf für Wohnmobile, nicht für Anhänger, Gespanne. Wir haben 2 unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal haben wir hier den Stellplatz links von uns und dann haben wir einen angrenzenden Parkplatz, der ist gebührenpflichtig. Da ist logischerweise kein Camping, keine Campingstile, wie wir es lesen können. Auch das Übernachten ist hier auf dem Parkplatz nicht gestattet, aber wir haben angrenzend einen wunderschönen Stellplatz. Den zeigen wir euch. Was haben wir alles hier am Platz und wie ist die Lage? Ganz kurz, wo wir stehen. Wenn ihr nur zum Baden oder zum Relaxen hierher fahren möchtet und euch hier auf dem Parkplatz stellt, haben wir hier einen Parkscheinautomaten.
Und da haben wir hier die Preise stehen. Tageskarte für Wohnmobil 10 Euro, 4 Stunden 5 Euro BKW, Tageskarte 5 Euro. Das tun wir hier lösen. So, vor dem Platz haben wir eine Fähr- und Entsorgung. Also hier kann man auch anfahren, wenn man nur Fähr- und entsorgen möchte. Trinkwasser haben wir hier einen Anschluss und ein Münzer, 10 Liter 20 Cent. Das ist okay, also 10 Liter weise. Man muss hier nicht mehr kaufen, als was benötigt wird. Und dann haben wir hier einen Bodeneinlass für Grauwasser und Schwarzwasser. Das gleiche hier. 2 Euro Toilettenentsorgung. Dann entriegelt sich hier die Klappe und man kann hier sein Grau- und Schwarzwasser entsorgen. Gleichzeitig haben wir hier auch einen Spülanschluss getrennt vom Frischwasser. Wunderbar. Es liegen auch noch die notwendigen Hilfsmittel, die brauchen wir auch. Kann man jetzt hier Grau- und Schwarzwasser optimal hier reinleiten. Für alle Wohnmobilfreunde, die hier anreisen mit ihrem eigenen Trailer und wollen hier ihr Boot und ihre Yacht trailern, dann haben sie hier die Möglichkeit bei dem Verein, das ist ein Vereinsplatz, wir sehen es im Hintergrund, extra für Wohnmobile, hier ihr eigenes Boot zu trailern und haben gleichzeitig im Verein einen eigenen Stellplatz. Direkt an der Ostsee hier im Salzhaff zwischen Rerik und Wismar stehen wir hier. Den Platz haben wir vor einigen Jahren schon mal angefahren. Ich glaube 10, 13 Jahre ist es her. Es hat sich sehr, sehr viel verändert und auch die Bezahlung hat sich hier verändert. Das zeigen wir euch mal. Wenn ihr den Stellplatz anfahrt, fahrt ihr hier rein. Die Hauptstraße biegt ihr rechts ab, auf dem Parkplatz gleich wieder links und fahrt auf die Schranke zu. Am besten ihr stellt euch erst einmal hier rechts oder links auf und begeht den Platz. Meine Empfehlung, schaut, wo ist ein freier Platz hier auf dem Stellplatz. Für euch Wohnmobile auch über 10 Meter Länge und Gewicht kein Problem. Ihr seht es hier, wir sind hier in der Hochsaison und der Platz ist nicht ausgelastet. Wir stehen direkt ca. 30 Meter an der Ostsee entfernt. Zur Anmeldung, die Schranke ist geschlossen. Wenn ihr den Platz verlassen wollt, öffnet die Schranke sich automatisch. Wenn ihr anreist, schaut euch hier die Platzordnung an, schaut euch einen Platz aus. Dann könnt ihr hier schauen, hier liegen Zettel drin und hier steht drauf, welcher Platz frei ist. Dann entnehmt ihr so einen Zettel. Hier haben wir zum Beispiel einen Platz 26. Der ist frei bis 29.07. Kostet 15 Euro die Nacht. Tragt ihr das Kennzeichen ein, eure Telefonnummer. Wenn ihr Strom noch braucht, entrichtet ihr separat 2 Euro für 24 Stunden. Und dann habt ihr hier eine Quittung drin. Hier ist eine Quittung drin. Und auf der Quittung steht ein Code und mit dem Code kommt ihr dann hier in die Schranke rein. So, wir zeigen es euch gleich mal. Er fährt rein, hat sich einen Platz ausgesucht und gibt jetzt hier oben seinen Code ein von seinem Platz, den er auf der Quittung gefunden hat. Dann öffnet sich die Schranke. Ja, wenn ihr den Code eingegeben habt, dann unten links den Schlüssel betätigen und dann seht ihr, dann öffnet sich die Schranke und dann könnt ihr hier euren Stellplatz beziehen. Also relativ einfach und sicher, muss ich sagen, aber es ist recht neu gemacht. Man muss es natürlich wissen, wie es funktioniert. Ja, und wenn ihr hier den Platz mal anschaut, wir begehen es mal. Wir haben hier
verschiedene Möglichkeiten. Wir können ganz hinten stehen. Wichtig ist, wir haben jetzt in diese Richtung Satellitenempfang. Also wenn ihr hier hinten steht, unter den Bäumen, habt ihr so gut wie keinen Satellitenempfang. Ab der Mittelreihe habt ihr dann Satellitenempfang. Ihr seht dann hier auch, wie die Ausrichtung ist von den einzelnen Wohnmobilen. So, und selbst hier haben wir ein langes Wohnmobil stehen, ein Liner stehen, auch vom Gewicht her kein Problem. Ja, und wir stehen ganz vorn. Wir haben zurzeit 31 Grad hier. Es weht ein leichter Wind und Viola sitzt vom Wohnmobil, lässt sich's gut gehen. Am Stellplatz haben wir hier auch einen Kinderspielplatz und das sind jetzt die Platznummern und auf dem Platz sind dann hier die Säulen verteilt. Hier an dem gelben Parkautomat vor uns entrichten wir unsere Kosten für den Strom. 24 Stunden 2 € steckt ihr rein, drückt die grüne Taste, kommt unten ein Beleg raus. Den Beleg mit dem Strom legt ihr dann in euer Reisemobil rein, damit hier die Leute wissen, dass ihr Strom bezahlt habt. Hier haben wir geradeaus einen Badestrand. Ich gehe jetzt mal nicht so nah ran. Der Badestrand ist voll. Am Platz, am Stellplatz haben wir hier auch einen Imbiss. Wir stehen dann hier geradeaus. Ja, liebe Freunde, nach 4 erholsamen, ruhigen Tagen ging es weiter Richtung Rövershagen in das Karls-Erlebnisdorf in der Nähe von Rövershagen, wie wir es hier sehen. Oh, die rutschen ja übelst schnell. Ja, das ist ja auch eine Kartoffelrutsche. Oh mein Gott. Wir gehen jetzt in die Eiswelt bei Karls Erlebnishof. Alle haben sie hier so eine Schutzkleidung an. Draußen ist es warm, über 25 Grad und hier ist es eisekalt. Wow. Hast du mal angepasst hier?
So, liebe Freunde, so sehe ich aus. Viola hat sich die Kapuze nicht aufgesetzt wegen der Haare. Die Eiswelt, alle Märchenfiguren hier Ja, wir gehen noch raus. vertreten. Und hier haben wir die Eisprinzessin. Jetzt sind wir wieder im Warmen. Hier. Wie kalt war es drin? Minus 17 Grad. Minus 17 Grad, liebe Freunde. Da waren wir jetzt drin gewesen. Mega kalt. Jetzt wieder die Hände wieder wärmen, brauchst du nicht. Aber deine Brille. Hier. Violas Brille ist total angelaufen. Die Meine sieht, Hände tauen gerade wieder erst auf. ne, minus 17 Grad. Du hättest auch die Und Hände. vor allen Dingen die Rutschen. Ich habe nicht gedacht, dass man auf Eis rutschen kann. Ehrlich. Ach, du bist auf Eis gerutscht, ne? Ja, bin ich. So, mit was fahren wir jetzt? Bei der Achterbahn. Mit der Achterbahn. Das ist der Kaffeekannen-Express im Lebnishof. Karlsruher Lebnishof. Der ist Indoor, ist im Preis inklusive von dem Tagesticket. Chantal ist aufgeregt und die wollte den Kaffeekannen-Express mal fahren. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Aber nur mit ihm. Die Mama fährt nicht mit, ne? Mama fährt nicht mit. Mama hat Die kommt dann raus, als wäre ihr schwindelig oder schlecht oder Die keine Mama Ahnung. empfängt uns da. Ja. Und hier hast du überall die Kaffeetassen, siehst du das? Die Kaffeekannen. So, wir sitzen jetzt im Kaffeekannen-Express. Der Chantal hat sichtlich Angst. Die Ja. ist aufgeregt. Und wir sitzen sogar in der Lokomotive und können nach vorn gucken. Und jetzt geht's los. Oh jetzt, oh jetzt, oh jetzt. Wie war's gewesen dabei? Du zitterst. So, liebe Freunde, wir waren heute in Rövershagen in Karls Erdbeerland. Das habt ihr ja gesehen, wir haben euch mal hier ein paar Bilder aufgenommen. Es hat sich ja viel geändert, seitdem wir das letzte Mal da waren. Jetzt müssten wir sogar Eintritt bezahlen, also pro Person 13, also normal 15 Euro. Tipp, wenn ihr das über das App bucht oder online bucht, 13,50 Euro pro Person. Kinder bis 90 cm frei. Jetzt die Frage, hat es sich gelohnt, die Investition? Es waren 40,50 Euro für uns. Im Vergleich zu anderen Freizeitparks schon. Also das ist ja kein Freizeitpark in dem Sinne. Im Shop drin sind schon enorme Preise, muss ich schon sagen. Also man hätte können auch übernachten mit dem Wohnmobil vor dem Erdbeerland in Rövershagen. Da verlangt aber Karls Erdbeerhof 10 Euro die Nacht. Ne? 10 Und dann Euro. ist ja früh um 7 wieder Action. Ja, Geht da ja um geht's- 7 früh los. geht's Da früh, ist ja. nichts mit Ausschlag. Da ist nichts mit Ausschlafen. Also ihr könnt dort übernachten, würden wir aber nicht empfehlen. Wir haben es nicht gemacht. Die 10 Euro, kein Wasser, kein Strom, keine Fernentsorgung. Also rein nur weg 10 Euro. Und die werden nicht schon mal angerechnet auf irgendeinen Gutschein oder dergleichen im Geschäft oder im Park oder im Eintritt oder wie auch immer. Nein, die wollen dort rein weg 10 Euro haben. Na, also das lohnt sich nicht, weil dort steht man auf dem Parkplatz und das war's. Kann man machen, muss man nicht. Für die Kinder ist es okay, ist es schön. Essen ist natürlich eine Katastrophe. Also Schlangen ohne Ende. ja, also ihr steht dort mega lang. Wir sind dann nochmal raus, haben im Wohnmobil gegessen, weil das dort uns auch zu lang gedauert hat. Ja, das war's. Unsere Reise geht weiter. Wir sind weitergefahren, Rövershagen. Wir stehen jetzt in Stralsund auf dem Stellplatz, wissen wir eigentlich, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Rügenbrücke.
glaube ich. Rügenbrücke ist das, der Glaub Stand? ich. Glaube ich, ja. Was glaubst Ich glaube, es ist Stellplatz Rügenbrücke. Wir sind hier 20:15 Uhr, 20:30 Uhr waren wir da. Es sind noch Plätze frei. Ist ja ein großer Platz. Da waren wir vor 3-4 Jahren schon mal gewesen. Und wir melden uns wieder vom nächsten Platz. Bis dahin. Hast du noch was? Nee. Nein, das war's. Wir melden uns wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Hallo, liebe Wohnmobil... Quatsch, hier, nein, nicht. Hallo, liebe Wohnmobilfreunde. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und schaut uns zu. Nee, ist Quatsch. Hallo, liebe Wohnmobilfreunde. Wenn euch das interessiert, wie unsere diesjährige... Jetzt haben wir... Hallo liebe Wohnmobilfreunde, wenn euch das interessiert, wo wir dieses... So, die wie bitte Klappe? Bis gleich. Das ist der Flieger auf der Hand. Ja, ich weiß.